Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute, wie ihr eine richtig gute Spargelsuppe aus den Schalen kocht. Ein bisschen frischen Spargel nehmen wir auch dazu. Außerdem verrate ich euch eine Sache, die ich immer wieder sehe und die ihr bitte nicht macht. Wird euch auch Geld sparen, aber dazu kommen wir gleich. So, ich schäle meinen Spargel zuerst, vorher waschen, dann schälen. Ich lege ihn am liebsten auf den Arm, nehme einen Sparschäler und dann schäle ich da einfach schön runter. Dabei dreht ihr den Spargel immer weiter, sodass ihr ihn schön rundum geschält bekommt. Alternativ geht es auch ganz gut mit so einem Schäler, einfach dann flach aufs Brett legen, mit vielen vielleicht sogar einfacher fallen. Und dann zieht ihr das einfach hier runter. So, und jetzt gibt es eine Sache, die treibt mich in den Wahnsinn. Ich sehe das immer wieder auch in Kochvideos von Profiköchen. Und zwar wird das angeblich holzige Stück am Ende abgeschnitten. Und das sind dann meistens irgendwie 3-4 cm, die da weggeschnitten werden. Wenn ihr guten Spargel kauft, und das solltet ihr sowieso, dann habt ihr hier am Ende ist das ein bisschen angetrocknet. Ja? Der sollte jetzt nicht 4 Wochen im Kühlschrank liegen, dann ist egal. Aber wenn der frisch ist, dann schneidet ihr das angetrocknete Stück weg. Und zwar nicht 3-4 cm, sondern so viel vielleicht. Das ist trocken, das geben wir in unseren Spargelfond. Und dann könnt ihr einfach probieren. Ja, und hier sehe ich schon, da ist nichts Holziges. Der ist butterweich, könnt ihr roh essen. Lecker. Das spart euch eine Menge Geld. Wenn ich jetzt hier bei dem ganzen Spargel 4 cm wegschneide, ist eine Menge verschenkter Spargel. Die Schalen und Abschnitte, die gebe ich mir jetzt in den Topf. Darauf gebe ich ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker und dann fülle ich mit kaltem Wasser auf. Ich nehme jetzt hier ein bisschen mehr als 1 Liter. So, und dann geht das auf den Herd. Den Spargelfond, den lassen wir jetzt einmal aufkochen und dann ganz wichtig nur noch ziehen lassen. 20 Minuten, länger nicht, dann ist der schon fertig. Früher habe ich noch ein bisschen Zitrone mit reingemacht. Das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr, denn ich möchte den puren Spargelgeschmack haben. Und Zitrone, wenn ich die in Scheibenschneider reingebe, dann habe ich immer das Weiße mit dabei. Auch das bringt noch zusätzlich Bitterstoffe. Die Spargelschalen selber sind ja auch schon ein bisschen bitter, deswegen der Zucker. Und deswegen mache ich lieber später ein bisschen Zitronensaft rein. Und ich zeige euch jetzt noch einen Trick, wie ihr das noch besser hinbekommt. So, und zwar könnt ihr da ein Stück einfach helles Brot reingeben, ohne Rinde. Ja, so ein Stück hier reicht schon völlig aus oder ein altes Brötchen. Wichtig, helles Brot. Das ist so ein Trick, den habe ich schon in meiner Lehrzeit gelernt. Das alte Weißbrot, trocken muss es sein, ist wie gesagt kein Muss. Das macht man, wenn ihr eins da habt, verwendet es. Das zieht nämlich die Bitterstoffe aus dem Fond raus. Das geben wir erst dann rein, wenn der einmal aufgekocht hat und lassen es dann einfach für die 20 Minuten mitziehen. Für meine Suppe reichen mir jetzt hier 3 Stangen. Die oberen paar Zentimeter schneide ich mir ab, das nehme ich als Suppeneinlage und den Rest schneide ich mir einfach klein. So, und für die Einlage, je nachdem wie dick die sind, könnt ihr sie halbieren und dann schneiden wir uns das auch relativ dünn runter. Und die Spitzen, die lassen wir uns schön ganz und das braten wir uns dann nachher ein bisschen an und legen das dann in unsere Suppe. Während unser Fond jetzt vor sich hinzieht, mache ich schon mal die Mehlschwitze als Basis für unsere Soße. Und das hat auch einen Vorteil, welche das ist, das seht ihr gleich, dass wir die jetzt schon machen. So, und zwar gebe ich meine Butter da rein, das sind 50 Gramm auf 1 Liter Flüssigkeit, so viel will ich jetzt machen, braucht man etwa 50 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl, damit die eine gute Konsistenz für eine Suppe hat. So, und die Butter lassen wir jetzt schön schmelzen. So, wenn die geschmolzen ist und ein bisschen schäumt, dann gebe ich hier mein Mehl dazu, 50 Gramm Weizenmehl. So, das ist jetzt einfach eine ganz normale klassische Mehlschwitze. Das schwitzen wir jetzt hier ein bisschen an, bis das alles schön gebunden ist. So, und so reicht das schon und das stellen wir jetzt erstmal auf die Seite. Die Messer, Töpfe und Pfannen, die ich in diesen Videos verwende, findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Da ist auch oft ein Produktcode dabei, mit dem ihr noch ein bisschen was sparen könnt. Und so unterstützt ihr mit jedem Kauf meinen Kanal ein kleines bisschen, ohne mehr bezahlen zu müssen. So, nach 20 Minuten ist mein Fond perfekt. Der wird jetzt passiert. Und der muss jetzt auch nicht durch ein super feines Sieb laufen, weil ja eigentlich nichts drin ist, was in der Suppe stören würde. Der Grund, warum ich die Mehlschwitze so früh gemacht habe, ist der, damit die abkühlen kann. Denn kalte Mehlschwitze kann ich mit heißer Brühe aufgießen, dann wird sie schön klumpenfrei. Wichtig ist, immer schön nach und nach die Brühe dazu gießen. Ihr könnt mit einem Kochlöffel anfangen, dann später nehmt ihr einen Schneebesen. Und so bekommt ihr eine klümpchenfreie Suppe oder Soße, je nachdem, was ihr macht, hin. Wichtig ist, dass ihr während die Suppe aufkocht, die immer wieder mal umrührt, damit die nicht anhängt wegen dem Mehl. Wenn die einmal aufgekocht hat, ist das im Prinzip kein Problem mehr, dann hängt die eigentlich nicht mehr an. Dann gebe ich auch meinen Spargel mit dazu. Ich habe jetzt hier genau 1 Liter Spargelfond genommen
Das wird jetzt aber auch noch ein bisschen einkochen, sodass ich nachher mit der Sahne zusammen ungefähr auf 1 Liter Gesamtflüssigkeit komme. Meine Suppe, den Fond, den habe ich schon so abgeschmeckt, dass der mir vom Salz und vom Zucker her passt. Deswegen gebe ich jetzt hier nur noch eine Prise frisch gemahlenen weißen Pfeffer rein. Ich habe jetzt auch keine 2 Pfeffermühlen, deswegen mache ich das immer, wenn ich weißen Pfeffer brauche, mache ich das im Mörtel. Mörtel heißt das, glaube ich. Mörser. Meine Suppe, die hat jetzt 10 Minuten gekocht. Das reicht mir. Da gebe ich jetzt meine Sahne dazu. Das sind 250 Milliliter. Ich nehme jetzt nur die Hälfte, weil den Rest möchte ich mir ein bisschen aufschlagen. Das ist allerdings ein extra Schritt, den könntet ihr auch überspringen. Das macht es nur noch ein kleines bisschen besser. So, mein Lehrchef, der hat auf die Frage, ob es dafür keine Maschine gibt, immer gesagt, doch, die gibt es, die steht genau vor mir. So, für meine Spargeleinlage gebe ich mir noch ein klein bisschen Butter in eine Pfanne. Wenn die aufgeschäumt hat, dann geht mein Spargel mit rein. So, und den braten wir uns jetzt nur ein klein bisschen an. Das geht ganz schnell. Gleich ein bisschen Salz drauf. So, und während mein Spargel vor sich hin brutzelt, kann ich die Suppe schon mal aufpürieren. So, jetzt gebe ich meine geschlagene Sahne rein. 2 Löffelchen hebe ich mir auf. Und die Sahne, die sorgt dann dafür, dass die Suppe richtig schön luftig und schaumig wird. Das ist ein Trick der alten Schule. Deswegen nennt man das auch gerne Schaumsüppchen. Mein Spargel ist auch fertig, der darf ruhig ein bisschen Farbe haben. Dann haben wir auch einen kleinen Kontrast zu der Suppe. Und eine Sache hätte ich jetzt fast vergessen. Nämlich zum Abschmecken ein bisschen Säure, Zitronensaft in dem Fall. Guter Spritzer rein, nicht zu viel. Und den gebe ich deswegen am Ende rein, weil wenn wir ihn direkt am Anfang mit reingeben und mitkochen, wird er leicht bitter und verliert seine schöne Frische. Jetzt geht auch meine Spargeleinlage rein. Ihr könnt sie auch oben drauf machen, aber sie wird sowieso absinken. Deswegen ich gebe ein bisschen direkt in den Teller und mache dann vielleicht noch ein klein bisschen oben drauf. So, dann kommt mein Süppchen drauf. Herrlich. Ein paar Croutons würden sich an der Stelle natürlich auch ganz gut machen. So, und jetzt könnt ihr noch was drauf machen. Schnittlauchöl, das habe ich in einem meiner letzten Videos gemacht. Das gibt dem Ganzen nochmal einen richtigen Pfiff. So, fertig ist eine wunderschöne Suppe. Ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar wollte ich mir hier eigentlich noch so ein kleines Sahnehäubchen drauf machen. So, jetzt bin ich gespannt. Also diese Spargelsuppe ist wirklich super genial. Ihr werdet sie besser in keinem Restaurant finden. Dazu der gebratene Spargel, das ist so lecker. Unglaublich gut. Ja, die ist ganz fein, die hat einen feinen Spargelgeschmack. Die ist cremig und durch die eingeschlagene Sahne, die schmeckt richtig leicht. Also probiert das unbedingt aus. Ich verspreche euch, ihr werdet begeistert sein. So, und das Schnittlauchöl, das ist auch eine super Sache. Das habe ich mal im letzten Video gemacht. Das verlinke ich euch auch noch. So, und ich sage euch, diese kleinen Kniffe, die man immer noch on top extra machen kann, wie geschlagene Sahne unterheben oder ein Stück altes Brot in den Fond, das macht es einfach auch immer noch ein klein bisschen besser, ein bisschen besser. Und ja, wenn ihr viel Liebe reinsteckt, kriegt ihr auch was Gutes raus. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Natürlich freue ich mich wie immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keines dieser Rezepte und Tipps und Tricks mehr verpasst. So, und damit sage ich Tschüss, Daumen hoch gerne noch, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.